Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Yankee mit 2E, Unit 91 am Start, und heute reden wir in GTA Online nicht über irgendwelche GTA-Inhalte, sondern über meine Wenigkeit, Yankee mit 2E, Unit 91, denn meine Damen und Herren, ich wurde gehackt, das wissen sehr viele von euch, die Story erzähle ich ganz kurz und schnell für die, die es nicht wissen, und ich erzähle euch, wie halt Russen und andere Länder versuchen, meinen Account zu stehlen, bzw. mich zu hacken. Wenn euch das gefällt, dass ich mal hier einen Blick hinter den Kulissen da lasse und halt mal zeige, was abgeht, dann eventuell einen Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nicht verpasst, wenn ich gehackt werde und der nächste Bitcoin-Livestream am Start ist. Oh Mann, Alter, das war so lustig. Ja, was ist passiert? So, wir kommen erstmal zum Thema, ich wurde gehackt. Was ist dort passiert? Ich habe eine E-Mail bekommen zu der Zeit von Cyberpunk, wo sie gesagt haben, hey, teste und zeige vorab, bevor das Spiel halt in ein paar Wochen erscheint, Cyberpunk. Und die E-Mail sah ziemlich seriös aus. Ich habe nicht drauf aufgepasst, von wem die kam, beziehungsweise an wen die zurückgeht. Aber auf jeden Fall dachte ich, oh mein Gott, das ist ja mal richtig nice. Monster Energy Drink und halt Cyberpunk hatten eine Kooperation. Ich habe auf jeden Fall die Datei runtergeladen. Ich mach's mal schnell. Die Datei war kein Spiel. Die Datei hat im Hintergrund alles von mir halt gespeichert, meine Login-Session. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Passwort gespeichert habe bei PayPal, dann hätten die Zugriff auf PayPal, aber bei PayPal habe ich das zum Glück nicht gemacht, ansonsten wäre auch finanziell eventuell ein Problem bei mir entstanden. Auf jeden Fall, was ist passiert? So, es gab einen Bitcoin-Livestream, weil sie halt mein PC emuliert haben. Die haben also mit diesem Programm, was ich halt im Hintergrund aktiv hatte und was kein Virus war, sondern dieses Programm wird halt von einigen Services halt genutzt und deswegen wird das nicht als Gefahr erkannt. Auf jeden Fall mit diesem Programm wurde alles gespeichert. Es wurde meine IP-Adresse dann halt simuliert, das ist alles möglich. Es wurde simuliert, dass die halt da, wo ich wohne, Berlin, Österreich, die OGs kennen's, da wo ich wohne, halt auch da gerade bin und auch mit dem PC gerade unterwegs bin. Also die haben alles nachgemacht und deswegen habe ich zum Beispiel bei Zwei-Faktor-Authentifizierung überhaupt keine Meldung bekommen, dass halt irgendjemand versucht hat, Zugriff auf meine Daten zu haben oder sich eingeloggt hat. Und ja, zum Glück ist bei mir nichts passiert, aber das ist halt gang und gäbe auf YouTube. Ich folge zum Beispiel YouTube auf Twitter und dort sehe ich halt die Antworten, die YouTube ab und zu mal gibt, und sehr oft ist halt, hey YouTube, ich wurde gehackt, ich habe eine E-Mail bekommen und seitdem habe ich keinen Zugriff auf meine Daten. Es ist also ein Riesenproblem, es ist sehr vielen YouTubern passiert, sehr viele große YouTuber sind auch betroffen. Zum Beispiel war das auch bei Standard Skill so, da habe ich das mitbekommen von euch, als ich live war. Ich habe ihn auf Twitter sofort angeschrieben, weil ihr könnt halten von YouTubern, was ihr wollt, aber es ist ja nun mal so, wenn man halt so eine schlimme Erfahrung gemacht hat, dann muss man das ja weitergeben. Auf jeden Fall habe ich ihn auf Twitter geantwortet, der hat auch sofort zurückgeschrieben, bei dem war alles cool, also ja, ich habe mein Bestes gegeben und versucht, um zu helfen und nett zu sein. Warum machen die Hacker das? Nun Leute, weil in meinem Fall ist es so, dass die meisten Hacker aus Russland stammen und es ist halt nun mal so, dass in der IT-Branche und im Web, im Internet, in Russland, wo die Löhne nicht so prickelnd sind. Die sind wohl ziemlich schlecht, obwohl du dort halt sehr viel leisten musst in IT. Kommt drauf an, was du machst, ne? Aber du musst halt im Normalfall sehr viel leisten. Und statt unterbezahlt zu werden, machen sie sich das zum Hobby, einfach mal Leute zu hacken. Und warum nicht einfach die YouTuber und die anderen Leute? Ist ja ganz einfach, ist ja schon sehr oft passiert. Ich persönlich dachte, nach diesem Hackversuch von denen, also der erfolgreiche Hackversuch, wo ich dann alles zurückbekommen habe und nichts verloren habe, Gott sei Dank, wäre alles vorbei gewesen. Aber nein, liebe Leute, es geht weiter. Ich habe zum Beispiel gestern eine Mail von Nike Indien bekommen. Wer kennt das nicht, meine Damen und Herren? Ihr bekommt E-Mails von Nike Indien, damit du auf deinem deutschen Kanal für Nike Indien Werbung machen kannst. Verstehe ich nicht, warum, was da los ist. Also es müsste ein bisschen seriöser müsste es schon sein, ne? Wenn man schon so viel Hack-Mack machen kann, dann sollte man auch sich sehr viel Mühe geben. Auf jeden Fall sagen die, dass ich halt Nike promote für die neue Sommer-Collection und ihre Angebot ist, dass ich halt ein 30-Sekunden-Video mache, wo ich halt kostenlose Produkte zugeschickt bekomme und diese Produkte vorstelle. Damit ich mir die Produkte aussuchen kann, soll ich einen Katalog runterladen. Und dieser Katalog hat sogar noch ein Passwort. Alles klar. Wir sind zwar schon fast im Sommer drin, oder wir sind schon im Sommer drin, aber Leute, der Katalog von Nike ist natürlich noch nicht sichtbar, weil Sommer Collection könnt ihr erst im Winter
bestellen. Das ist schon mal ein bisschen blöd, vielleicht hätten die das machen sollen, dass das halt die Herbst-Collection ist oder Winter-Collection und dass sie sich vorbereiten. Wäre ein bisschen glaubwürdiger gewesen. Und jetzt kommt das Allerbeste, die bieten mir $2.500 an. Warum bieten die so eine Summe an? Nun, ich habe schon bei anderen E-Mails Summen bekommen, wie zum Beispiel $15.000, wenn ich das halt innerhalb von 2 Wochen sofort zustimme und das Spiel runterlade und vorstelle. Ja, $15.000. Bei mir war das so, bei solchen E-Mails war ja klar, das ist Spam. Nur bei Cyberpunk war es halt richtig, richtig gut gemacht. Bei allen anderen, die geben sich null Mühe. Auf jeden Fall $15.000 soll bei jedem Typen halt die Dollarscheine wie bei Mr. Krabs in den Augen scheinen lassen und man soll nicht darauf achten, von wem das kommt, ob das halt seriös ist oder unseriös ist. Weil hallo, wenn zum Beispiel eine Firma wie Adidas sagt, ey $15.000, das tut denen nicht weh, Alter, die machen in einer Sekunde $15.000. Was ist denn deren Ziel? Warum möchten die Daten haben? Natürlich ist das so, dass halt sehr viele Leute Online-Banking betreiben oder PayPal-Account haben und von dort aus kann man schon mal ein bisschen Geld rausnehmen. Naja, einfach mal so, gib mal die Dollaronen. Und hätte ich PayPal aktiv gehabt, wäre auch dort wahrscheinlich Geld weg gewesen. Auf jeden Fall, die Dollaronen wollen sie, das Geld wollen sie, Online-Banking-Daten wollen sie und dann möchten sie die Reichweite ausnutzen. Ja Leute, ich bin nicht der allergrößte YouTuber, aber ich habe auch Reichweite, das dürft ihr nicht vergessen. Ich habe so soziale Medien und wenn ich überall was poste, erreiche ich am Tag Zehntausende Leute, an sehr guten Tagen, wenn ein GTA-Update kommt, Hunderttausende Leute. Das dürft ihr also nicht vergessen, es ist ja auch so, dass ich alte Videos habe. Viele Leute gucken auf das eine neue Video und sagen, ach, das hat nur 10.000 Aufrufe, dein Kanal ist tot. Aber wissen nicht, dass halt an dem gleichen Tag nochmal das dreifache Doppelte angeschaut wird an alten Videos. Das ist manchmal ein bisschen komisch, dass einige Leute denken, dass nur das aktuellste Video angeschaut wird. Ist ein Thema für sich. Auf jeden Fall die Reichweite. Zum Beispiel bei dem, wo ich gehackt worden bin, wollten die halt euch Bitcoins schenken. Das Problem ist, wenn du auf diesen Link gedrückt hättest und halt alles verknüpft hättest, hätten die deine Bitcoins geklaut. Und dadurch hätten die Profit gemacht. Und vielleicht hätten die dir auch nochmal ein Virus reingeschoben auf deinen PC oder Laptop und hätten dann halt auch nochmal dadurch auf deine Daten Zugriff gehabt, Online-Banking, Banking und alles von dir auch weggenommen. Also es ist halt ein Schneeballprinzip, würde ich sagen. Der erste wird gehackt und durch den, der gehackt worden ist, der Reichweite hat, kann man die anderen hacken oder abziehen und betrügen und dadurch kann man halt sehr viel Profit ergattern. Mehr als wenn du halt 40 Stunden in der Woche arbeitest, mehr als du vielleicht sogar in deinem ganzen Leben verdienen kannst in einer Woche. Was habe ich gemacht? Ich habe CD Projekt Red angeschrieben, das sind die Macher von Cyberpunk und ich habe auch Monster Energy Drink angeschrieben. Ich habe beiden gesagt, ey, pass mal auf, ich habe eine Mail bekommen, wurde gehackt, die Mail kam nicht von euch, die Mail sieht professionell aus, da gibt jemand sich aus euch aus. Beide Unternehmen, und das finde ich eine Schmutzaktion, haben mir nicht geantwortet. Ich habe es dem Service geschrieben, also beide haben Service-Seiten. Keiner von denen hat einmal gesagt, ey, Dankeschön, wir kümmern uns drum oder so. Nein, das war denen egal. Warum denn auch? Die sind ja auch nicht betroffen. Ich bin ja betroffen. Und solange die nicht betroffen sind, solange denen nichts passiert, ist das halt nun mal so, dass die halt sagen, ja, okay, dann ist das nun mal so, ne? Aber Leute, ich habe meine Lektion gelernt und zwar downloade ich natürlich nichts von Leuten, die ich nicht kenne und du kannst halt zum Beispiel bei deinen Mails gucken, wohin die Mail zurückgeht. Und dann siehst du sowas wie halt Return Path und dann steht da nicht mediaindia@nike.com, sondern da steht dann Bounces plus 10325, was weiß ich. Also das ist richtig unseriös und es gibt halt Kleinigkeiten, wo man das entdecken kann. Mein Tipp ist einfach, wenn ihr Mails nicht kennt, einfach löschen. Ich habe im Spam-Ordner Mails zu sowas. Sie haben ein Recht auf $150.000, fordern Sie jetzt Ihr Schadensersatz von vor so und so vielen Jahren. Hä? Vor 15 Jahren war ich 15, was für ein Schadensersatz, was ist da passiert? Habe ich irgendeine Info bekommen, die doch nicht gut war? Ich habe keine Ahnung. Aber was ich euch mitgeben kann, Leute, ist halt nun mal, achtet drauf, wenn das Angebot gut klingt, dann ist dort immer ein Aber drin oder eine Falle drin. Wer gibt heutzutage $2.500 raus? Niemand, auch nicht Nike, auch nicht Adidas. Diese E-Mail-Welle wird wahrscheinlich niemals enden.
weil ich wahrscheinlich in einem System drin bin, wo E-Mails immer geteilt werden. Was auch lustig ist, ist, dass ich von sehr vielen großen YouTubern die E-Mail kenne, die gar nicht öffentlich ist, aus Amerika, nicht England, weil halt die auch in dieser Liste sind und manchmal machen diese Bots, diese Hacker sich gar nicht diesen Aufwand, uns einzeln anzuschreiben, sondern schicken eine Massen-E-Mail raus und dann siehst du, ach, guck mal da, das ist doch dieser eine YouTuber, der richtig groß ist. Soll ich dem mal eine E-Mail schreiben? Okay, Leute, also, wenn irgendwann mal etwas kommt, wo ihr denkt, ach, das ist auf keinen Fall von Jenkio91, dann sofort, aber sofort mich löschen. Nein, nicht auf die Links drücken, das ist sehr wichtig. Ignoriert es einfach, sagt dann, okay, das ist dann passiert. Hey Yankee, du wurdest gehackt. Und wenn ich euch irgendwie antworte, dann wisst ihr, auch dieser Account wurde gehackt. Ihr wisst, auf dem PC kann man auch Links überprüfen. Das würde ich euch auch immer empfehlen bei E-Mails. Ansonsten, wie gesagt, immer wieder gucken, was los ist. Sehr viele Mails sehen auch seriös aus, aber du erkennst halt an sehr vielen Stellen, dass das einfach nur Fake ist. Passt auf euch auf, passt auf eure Daten auf, holt euch Zwei-Faktor-Authentifizierung, obwohl das auch manchmal halt nichts bringt. Holt euch Apps, ich habe zum Beispiel die App Auti, da bekomme ich halt immer so wie in GTA verschiedene Zahlencodes, das ist richtig gut, das kann dir halt auch helfen. SMS-Bestätigung bringt auch zum Beispiel nichts, weil ich halt auch beim Thema Handy auch sowas gemacht habe bei YouTube, bei meinem YouTube-Account, wurde auch übergangen, also es ist alles möglich. Weil halt, wie schon gesagt, die meine IP-Adresse und so emuliert haben und so getan haben, als ob ich gerade mit meinem PC nach Russland ausgewandert bin. Keep it hammer geil, macht's gut, Wodka, tschüss.